Dieses Video wurde ermöglicht durch die Erkenntnis, wie man einen Lautsprecher mikrofoniert. Moin Leute, Kado hier. Im Intro habt ihr schon einen Nutzen eines Low-Cuts in einer Gitarre gesehen, was allerdings nur ein kleiner Teil der heutigen Agenda ist, denn es stehen insgesamt 3 Vergleiche mit jeweils 7 unterschiedlichen verbauten Kondensatoren an. Aber starten wir erstmal mit dem Pflichtteil, der ja ach so beliebten Theorie. Wir alle kennen den normalen Tonregler einer Gitarre, und wenn nicht, kann ich euch das letzte Video dieser Serie nur wärmstens empfehlen. Der besteht nämlich praktisch nur aus einem Kondensator zwischen dem Signal und der Masse der Gitarre angeklemmt, der nur die hohen Frequenzen durchlässt und diese somit herausfiltert, und dann noch einen vorgeklemmten Poti, der bestimmt, wie stark das Ganze geschieht. Beim Buzzcut sieht das Ganze jetzt etwas anders aus. Der Kondensator sitzt mitten im Signalweg, lässt die hohen Frequenzen durch, filtert die Tiefen raus und wir haben den Poti, um das Ganze zu überbrücken. Auch wenn physikalisch nicht ganz korrekt, habe ich mir mal erlaubt, das Ganze als Hochpassfilter erster Ordnung zu modellieren, um so einen schönen Frequenzgang zu erhalten. Nun die Gleichung noch eben um die Parallelschaltung aus Kondensator und Poti ergänzen und siehe da, der Poti beeinflusst, wie stark die Bässe herausgefiltert werden. Wer hätte das gedacht? Übrigens werden wir dank des endlichen Widerstandes des Potis nie ganz an den eigentlichen Frequenzgang des Hochpassfilters herankommen. Somit empfehle ich an dieser Stelle schon mal die Verwendung eines linearen 1 Megaohm Potis, um die ganze Schaltung möglichst effektiv zu gestalten. Übrigens, wenn man unterschiedliche Werte für die Kapazität des Kondensators in die Gleichung einsetzt, verschiebt sich die Kurve zu höheren oder tieferen Frequenzen. Was das bedeutet, hören wir jetzt. Wie man hört, wird das herausgefilterte Frequenzspektrum mit sinkender Kapazität des Kondensators immer breiter, sodass bei 4,7 Nanofarad kaum ein Unterschied zu hören ist, bei 680 Picofarad aber schon einiges der unteren Mitten mit herausgefiltert werden. Auch wenn man so schon die wummernden Bässe aus dem Signal herausfiltern kann und vor allem im Bandkontext mit Bass und Gitarre sehr schön den Klang aufräumen kann, ist dies nicht der eigentliche Einsatzzweck eines Low-Cuts. Ich jedenfalls benutze ihn hauptsächlich dafür, um ein verzerrtes Signal aufzuräumen. Das wiederum wird dadurch erreicht, dass die tiefen Frequenzen vor der Verzerrung gedämpft werden, somit nicht so stark verzerren und die dadurch entstehenden Obertöne nicht so stark mit den eigentlichen Mittenfrequenzen kollidieren. Der Low-Cut ist also eine Möglichkeit, um euren verzerrten Sound präziser zu machen und zu verhindern, dass alles im Matsch versinkt. Allerdings kann diese Verzerrung auf unterschiedliche Arten erzeugt werden und unterschiedliche Methoden reagieren auch unterschiedlich auf den Low-Cut. Dementsprechend habe ich noch 2 weitere Beispiele für euch.
Beim einen Beispiel wird die Verzerrung durch ein Overdrive-Pedal erzeugt, um genau zu sein, durch einen Clone vom Fulltone OCD, und der Amp ist, wenn überhaupt, nur ganz leicht angezerrt. Dazu habe ich mir ein nettes Riff mit Sechsten, Septimen, Nonen, Dekaden, also den ganzen Intervallen, die verzerrt eigentlich nicht klappen bzw. sehr schnell matschen, überlegt, um den Low-Cut wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Das andere Beispiel habt ihr schon im Intro gehört, simpler Riff. Dafür wird die komplette Verzerrung durch den Röhrenverstärker erzeugt, der im Clean Channel bis zum Anschlag aufgedreht ist. Zusätzlich auch Master Volume komplett hoch und Tone Stack aus dem Signalweg genommen, sodass auch die Endstufe an ihre Grenzen kommt und praktisch um Gnade winselt. Oder halt so schön verzerrt. Wie das Ganze klingt, hört ihr jetzt. Bis jetzt wurden alle Beispiele mit einem voll aufgedrehten 1 Mega-Ohm-Pult hier aufgenommen, um zu zeigen, was maximal mit den jeweiligen Kondensatoren möglich ist. Natürlich müsst ihr den nicht immer voll aufdrehen und könnt den auch auf einer halben Stellung oder so benutzen.
Ich finde es schwer, bei so einem Vergleich ein Fazit zu ziehen, somit kommt hier jetzt einfach meine persönliche Meinung. Also für mich sind Low-Cuts ein echter Segen und bei jeder Gitarre, die irgendwie 2 Tonpotis hat oder sonst irgendwie Platz hatte, um da noch einen Low-Cut einzubauen, habe ich das auch getan. Auch wenn ich einen Dual-Concentric Pot nehmen musste, für mich war es immer wert. Ich liebe es einfach damit, die Bässe herauszufiltern und das Ganze im Band-Kontext aufzuräumen, vor allem wenn ich verzerrt spiele, unten den ganzen Matsch beseitigen und auf einmal hört sich alles besser an. Natürlich kann man das Ganze auch übertreiben und ja, als Beispiel G&L baut in manche Modelle Low-Cuts mit 1,5 Nanofarad Kondensatoren ein. Reverend Guitars nutzt, soweit ich weiß, immer einen 1 Nanofarad Kondensator. Darunter die Werte würde ich nicht anpacken. Okay, die Gitarre jetzt war auf Drop B gestimmt, somit war es schon extrem, aber bei den Werten von 86 oder 820 Picofarad hatte ich einfach gar kein Gefühl mehr in der unteren H-Seite oder B, weil die tieferen Frequenzen einfach so stark herausgefiltert wurden. Natürlich könnte man dann den Poti etwas runterdrehen, aber dieser Filtereffekt fängt dann halt bei wieder höheren Frequenzen an und wieso will man die schönen warmen unteren Mitten rausfiltern? Also für mich persönlich sind so 3,3, 2,2, vielleicht 1,5 Nanofarad der goldene Mittelweg. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und ihr sollt für euch selbst sehen. Dafür ist der Vergleich hier. Und mein Gott, wenn ihr euch 2, 3 Kondensatoren eben bestellt und die ausprobiert. Die Teile kosten ein paar Cent pro Stück. Also viel Spaß beim Einbauen, so schwer ist es nicht. Und rock on. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Übrigens habe ich gedacht, dass ich diese Serie noch in Deutsch zu Ende mache und dann bin ich stark am Überlegen, mit meinen gesamten Videos ins Englische zu wechseln. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet.